Nächstes Spiel zu Hause, das erste Spiel, wo der erste Schnee gefallen ist. Gegen Ingolstadt, Platz 18. Der Ex-Verein von Fröde. Der wird natürlich heute extra motiviert sein, um zu zeigen, ey Jungs, der Wechsel war genau richtig. Bei euch habe ich eh nichts erreicht. Ich habe eine kleine Änderung vorgenommen und zwar habe ich das wahrgemacht, was ich gegen Dresden am Ende gespielt habe. Ich habe Ginczek vorne reingestellt, dahinter dann Quinonius, dafür muss Piazza auf die Bank. Weil ich habe gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. Ich meine, uns kann jetzt sowieso nicht so viel passieren erstmal in der Tabelle. Wir haben ganze 9 Punkte vor Aue Vorsprung, 11 Punkte vor Dresden. Also kann man da so ein bisschen rumexperimentieren. Die nächsten Spiele werde ich dann simulieren, beziehungsweise auch das Spiel gegen Bielefeld werde ich live machen. Und dann ist ja die Hinrunde im Prinzip schon gelaufen und dann wird halt der Winter sehr, sehr interessant oder die Winterpause sehr, sehr interessant. Wie ich das mit den Transfers mache, da muss ich mir auch noch was überlegen. Ob ich halt wirklich schon ein paar ablösefreie Spieler wieder verkaufe, die haben wirklich einen guten Wert. Ja, oder ob ich das durchziehe. Bis zum Sommer. Achtung, nächste Chance. Das sind halt noch so die Fragen, die mir so ein bisschen rumschwirren im Kopf. Ja, und diese Saison ist halt auch noch lang. Das ist jetzt auch wieder 3 € ins Phrasenschwein, zahle ich auch gerne. Aber es kann doch alles passieren. Wir können hier in eine völlige Talfahrt geraten, in Strudel, wo wir zig Niederlagen am Stück haben oder wo wir auch mal ein paar Spiele nicht gewinnen. Dann ist die Konkurrenz wieder da. Und dann, wenn ich ablösefreie Spieler wieder abgebe oder verkaufe, dann hätte ich mir gewünscht, dass ich noch ein paar behalten hätte wahrscheinlich. Naja, deswegen muss es hier immer erstmal alles gespielt werden. Nichts auf die leichte Schulter nehmen. Genau wie heute gegen Ingolstadt. Die sind auf dem 18. Platz. Die kämpfen um den Klassenerhalt. Virtuell. Nächster Angriff und jetzt mal Diekmeyer mit der Direktabnahme. Und Dennis Diekmeyer, Leute, streicht euch das rot im Kalender an. 10. November in meinem Karrieremodus. Dennis Diekmeyer trifft als Kapitän, als Rechtsverteidiger sensationell. Ich weiß gar nicht, hat er überhaupt mal ein Tor gemacht? Hat er nicht sogar, als er bei Sandhausen gespielt hat, gegen den HSV getroffen? Der hat doch, glaube ich, beim HSV nicht ein einziges Tor gemacht. Dann ist er zu Sandhausen gewechselt und ausgerechnet dann gegen den HSV hat er dann, glaube ich, getroffen. Gehe ich von aus, egal. Als Kapitän gehst du voran in dieser schweren Zeit, wo wir jetzt mal ein Unentschieden hatten gegen Dresden, wo die Leistung nicht so gut gestimmt hat. Zack, gleich mal ein Ausrufezeichen. Sehr, sehr gut. Und es geht gleich weiter hier. Ginczek, das ist halt einer. Deswegen, spielt da vorne. Und deswegen ist er auch im Prinzip nur noch Reservespieler. Weil er dann leider die Geschwindigkeit nicht mehr hat. Aber er hat vorne diese Präsenz, die würde jedem Drittligaverein gut tun. Also, falls jemand Drittligaspieler braucht, einen guten, einen Stürmer, wuchtig, bullig, schaut mal nach Daniel Ginczek. Falls er noch in IAFC 25 vertreten sein sollte, da habe ich jetzt nicht so die Übersicht. Müsste aber sein, glaube ich. So, nächster Angriff hier. Ingolstadt lässt uns wieder sehr, sehr viel Platz. Das heißt, wir spielen das locker leicht wie im Training. Quinonius. Heute mal als Hängespitze und dann knallt er genau wie Reyes im letzten Part. Den Ball zwar auch an die Latte, aber er geht rein. Locker leicht wie im Training. Ball auf die Grundlinie, zack, zurückgelegt. Quinonius hat alle Zeit der Welt und dann knallt er den rein. Der nimmt noch so einen schönen Spin an, so einen Backspin. Zack, geht dann rein. Tja, hättest du mal einen Sponsor gehabt auf deinem Trikot, hättest du den vielleicht gehalten. Nächstes Tor. Jetzt können wir uns halt wieder in so einen kleinen Rausch reinspielen. Aber es geht. Ihr seht, der Gegner muss natürlich auch mitspielen. Ingolstadt mit einem 4-2-2-2. Auch eigentlich eine gute Formation. Aber vielleicht nicht heute. Hätten sie vielleicht mal wann anders spielen sollen. Quinonius mit der Entscheidung vielleicht schon. Nach einer halben Stunde. Schade. Aber genauso, die Spielidee, da seht ihr das mal wieder, wie ich das eigentlich immer spielen möchte, wenn es denn immer so einfach gehen würde. Ball gewinnen, 1, 2 Bälle vorne, dann rein in die Spitze und dann der Abschluss. Ich möchte ja gar nicht immer Handball spielen, aber der Gegner lässt es halt meistens nicht anders zu, Handball spielen zu müssen. Aber ich glaube heute Ingolstadt, das ist ein willkommener Gegner.
für die Spielweise, die ich hier spielen lassen will. Schon wieder zu viel Platz. Quinones, Ginczek. Wartet, bis wir nachrücken können. Zack, unten Antuna. Quinones kriegt den Ball wieder. Und Ginczek, völlig frei wäre er gewesen, Huerta. Hätte Ginczek den Ball bekommen, dann machen wir es so. Auf engstem Raum hier. Da schauen sogar die größten Vereine Europas hier zu beim MSV Duisburg. So, Diekmeyer holt den Eckball raus. Wahnsinn. Wahnsinnsspiel hier. 35 Minuten rum. Ingolstadt weiß gar nicht, wohin mit sich. Fehlt nur noch, dass Fröde trifft. Ginczek nächste Chance. Und Ginczek nochmal. Zack. Braucht erstmal 10 Jahre, bis er die Grätsche hinbekommt. Zack, und wieder Diekmeyer. Alles läuft über Diekmeyer heute. Der ist jetzt richtig motiviert nach seinem Tor, nach seinem Debüt-Tor. Der Kapitän von hinten treibt er an. Antuna, ja, wird gehalten. Antuna, nächste Chance, zu zentral. Das könnte heute wieder ein Spiel sein, wo wir knapp an die 20 Schüsse bekommen, wenn wir denn in diesem Rhythmus weitermachen. Zack, nächster Ballgewinn. Wieder Quinones, wir haben jetzt richtig Spaß hier. Antuna, schade, schade, schade. Es klappt halt auch nicht alles. Aber es klappt viel, um Gottes Willen. Wie tief steht denn Ingolstadt? Ja gut, und ich darf auch nicht immer drauf schießen jetzt. Es klappt zwar manchmal, dass der Ball reingeht, aber auch nicht immer. Aber Ingolstadt verteidigt sehr, sehr wild. Ja, kein Wunder, dass sie unten drin stehen. Die waren zum Beispiel auch für mich mit einer der Mannschaften, die mit oben stehen. Ja, aber da steht jetzt Viktoria Köln, Saarbrücken, Dresden und Aue. Bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. So, jetzt mal. Ah, nein, falscher Mann. Vorne gehen sie mit 3, 4 Mann drauf und dann ist halt irgendwo dann ein Mann zu wenig. Dann ist ja da automatisch mehr Platz für uns, wenn sie vorne halt einfach blind drauf gehen. So, mal gucken, wie viele Schüsse haben wir. Ich würde schätzen, ja, so 9 bis 10. Gucken wir mal. Ja, 9 Schüsse, okay. 9 für uns, 0 für Ingolstadt. Das war die Startaufstellung von Ginczek. Ja, ganz klar. Diekmeyer war dann direkt mal motivierter, weil er jemanden auf seinem Niveau hat. Mit seiner Gesamtstärke. Von daher hat er sich da direkt heimisch gefühlt. So, Frage ist jetzt, wie macht das Ingolstadt weiter? Die laufen vorne immer noch mit 3 Mann an. Also die stehen auch relativ hoch. Ja, und Mause. Was Mause macht, das... Ah, nee, Reis. Ich wollte gerade grätschen, aber ich habe gemerkt, der Abstand war zu kurz. Aber Achtung, Ingolstadt kommt. Aber Reis ist da. So, nächste Chance, Gustafsson. Das war genau die Lücke, auf die ich gewartet habe. Huerta gegen Lorenz. Ein Übersteiger und dann rein ins lange Eck. Schade. Und genau dieses Timing, das hat mir oftmals auch in der Hertha-Karriere oder auch bei der Eintracht gefehlt. Weil da halt auch der Gegner nicht mitgespielt hat, weil die halt auch ein bisschen schlauer waren und ein bisschen stärker. Das heißt, sie haben nicht im richtigen Moment dann immer die Lücke aufgemacht, so dass wir spielen konnten und es nicht abseits war, sonst ist es nämlich immer abseits. Weil ich halt immer zu langsam spiele, so wie jetzt zum Beispiel. Ne, jetzt klappt es auch noch. Antuna kommt nicht ran, doch im zweiten Nachgestocher wieder. Zählt auch als Schuss, also Schuss Nummer 11 oder 12. Das ist ja Einbahnstraßenfußball, wie er im Buche steht. Das ist echt krass, dieser Unterschied. Aber wir stehen ja auch nicht ohne Grund ganz oben und Ingolstadt steht auch nicht ohne Grund fast ganz unten, weil es fehlt halt Fröde. Vielleicht wiegt der Abgang von Fröde doch ein bisschen mehr, als es Ingolstadt vielleicht am Anfang vermutet hätte. Ginczek belohnt sich. Zahlt das Vertrauen des Trainers zurück mit guter Leistung. Und mit einem sauberen Abschluss. Das würde manch Bundesliga-Stürmer nicht mal hinkriegen. 16 Meter oder 18 Meter, schön satt unter die Latte. Schönes Tor. Schönes Tor von Ginczek. Freut mich. Diekmeyer und Ginczek. Beides Torschützen in einem Spiel. Umgeben von so vielen Klasse-Spielern aus Mexiko. Sind es gerade die beiden Bundesliga-Legionäre, die hier herausstechen, die der Mannschaft einfach diese Sicherheit geben, die sie heute braucht. Oh, könnte abseits sein. Nee. Reis ist da. Auch alles gut. Wir können jetzt mal wechseln. Komm, wir haben jetzt eine Stunde rum. Wir können jetzt auch mal die anderen wieder hier reinbringen, wie ein Mai zum Beispiel. Dann bringen wir
Bitter rein für Diekmeyer. Der darf sich hier mal unter tosendem Applaus verabschieden. Dann Zenga, Kölle auf der linken Seite. Dass sie auch mal wieder Spielpraxis kriegen. Die nächsten Spiele, da bin ich auch mal gespannt, ob das in der Simulation wieder so gut läuft. Wie beim letzten Mal. Wenn ja, dann sieht das wirklich sehr gut aus. Aber aufgepasst, Ingolstadt, vielleicht sind sie jetzt dadurch motivierter, weil sie denken, die nehmen uns das auf die leichte Schulter. Die denken, das Spiel ist schon entschieden, aber ist es gar nicht. Und jetzt schlagen sie zurück. Huerta, da kommt Quinones, vorne Ginczek. Der lauert wieder, schade, der hätte da gelauert. Hätte er den Ball bekommen. Gut, also die haben sich jetzt defensiv ein bisschen gefangen, lassen nicht mehr so viel zu. Anscheinend haben sie ein bisschen was gelernt aus der ersten Halbzeit. Aber trotzdem, die eine oder andere Lücke gibt es noch und die eine oder andere Chance. Wie hier zum Beispiel Ginczek. Quinones, schade, läuft einen zu großen Bogen. Damit er da rankommt. Nächster Ballgewinn. Oh Gott, da gehen sie mit beiden Beinen voraus. Das geht auch nur in der dritten Liga. Mit beiden Beinen voraus, Hüft hoch. Schön den Gegner verletzen. Das begeht dann so ab dritte Liga und dann weiter nach unten, dann so in die Kreisligen, in die Bezirksligen, in die Kreisklassen. Da, wo sie Montag alle wieder arbeiten müssen. Ginczek, nächste Chance, abgefälscht. Und das 4. Tor. Ginczek ist jetzt hier erstmal als Torschütze, also ich kann nicht mit dem Gegner jubeln. Also als Gegner jubeln geht natürlich nicht. Aber das kommt halt auch noch mit dazu, ne? Der Abschluss, zack, abgefälscht und ich glaube, das wird als Eigentor gewertet. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus hier. Schöner Schuss. Der wäre vielleicht auch so reingegangen, aber so und dann geht er noch unter dem Keeper durch und der kullert in Zeitlupe hinten rein und es ist natürlich ein Eigentor von Malone. Also 4:0, ein sehr deutliches Ergebnis. Sehr entspanntes Spiel, das hätte ich gegen Dresden auch haben können, aber Dresden war halt besser. Und jetzt muss halt Ingolstadt, oh Gott, aufpassen, dass sie nicht komplett hier abgeschossen werden. Also 4 Dinger ist schon heftig. Achtung, Ginczek nochmal, der kann auch grätschen. Bitte Antuna, wieder Ginczek vorne, der macht das Spiel seines Lebens. Normalerweise muss der jetzt von Anfang an spielen, Freistoß, nee. Eigentlich müsste ich jetzt immer so spielen lassen. Ich glaube, das ist sogar eine gute Option. Ginczek vorne drinne, wie gesagt, als Wandstürmer. Den kannst du auch mal mit einer Flanke bedienen. Hält die Bälle gut und hat auch noch einen guten Abschluss. Und dann habe ich ja immer noch eine Allzweckwaffe mit Piazza auf der Bank. Dann lasse ich ab sofort Quinones als hängende Spitze spielen. Guck mal, der lässt sich fallen, der hält sich die Gegner vom Leib. Da geht auch gar keiner ran, die haben alle Schiss vor ihm. Der hat so eine mächtige Aura, Ginczek, da traut sich gar keiner mehr ran. Da traut sich niemand mehr ran. Huerta. Vielleicht mal wieder ein Tor nach einer Ecke, da ist Quinones. Angulo, Fröde, das wäre natürlich ein Ding, wenn Fröde trifft. Huerta, wo ist Fröde? Komm. Wag doch mal einen Abschluss. Natürlich, wenn Ginczek vorher am Ball war, dann geht da niemand mehr ran. Kölle, nächste Chance. Wieder missratene Flanke. Jetzt komm. Irgendwo muss doch noch mal einer ran. Ginczek, vielleicht Zenga. Zenga von Weitem. Na gut, war auch die letzte Chance. Also ein leicht lockeres 4:0. Ein besseres Trainingsspiel, weil der Gegner natürlich auch wieder mitgespielt hat. Das war jetzt nicht unbedingt so schwer. Aber wichtig, um uns weiter oben festzusetzen. Die nächsten Spiele werden auch sehr schön, sehr herausfordernd. Bielefeld vor allem, da bin ich auch mal gespannt. Die zählen ja auch mit zu den Aufstiegsfavoriten. Die sind aber momentan nicht so weit oben. Dann haben wir noch Ulm. Die haben ja den Durchmarsch gemacht in die zweite Liga jetzt in Realität. So, letzte Chance wahrscheinlich in diesem Spiel. Wieder Ginczek. Zu hoch drüber, zu weit daneben. Das war nichts. Letzte Chance, 4:0. Ein schönes Spiel, auch vor allem, wie gesagt, von Ginczek, den ich jetzt von Anfang an wieder drin lassen werde. Ich glaube, das klappt besser mit Quinones dann als Hängespitze. Ach ja, Ingolstadt hat eine Dame, eine Frau als Trainer. Soll jetzt gar nicht sensationell irgendwie klingen, aber ich finde das schön, dass auch eine Frau im Profigeschäft sich versuchen darf. Warum denn nicht?
wenn sie es gut macht. Ist mir nur gerade aufgefallen, weil ich da gerade die beiden Trainer gesehen habe. Ah, und unsere beiden Verfolger spielen unentschieden. Das spielt uns natürlich jetzt auch noch in die Karten. Wir hatten übrigens 18 Torschüsse zum Schluss. Dann 18 Schüsse. Ach, Waldhof Mannheim habe ich vergessen, genau. Nationalteam. Ach, dann gibt es bald wieder Länderspielpause hier. Die halbe mexikanische Mannschaft. 7 Nationalspieler. Das kann auch nicht jeder Drittligaverein von sich behaupten, dass sie 7 Nationalspieler haben. So, ach, jetzt sogar haben wir. Diekmeyer kann sich ausruhen. Klar, vor der Länderspielpause hat er nochmal ein bisschen reingehauen, um sich da nochmal zu empfehlen. Hat aber leider mit einer Nominierung nicht ganz gereicht. Naja, was willst du da machen? Selbst schuld, Julian Nagelsmann, wenn du so einen wie Dennis Diekmeyer nicht in die Nationalmannschaft berufst. So, also hier jetzt auch 11 Punkte Vorsprung auf Erzgebirge Aue. Wenn die sich natürlich gegenseitig die Punkte nehmen oder auch durchgehend Remis spielen, ist natürlich klar, dass wir da auch von profitieren. Da müssen wir auch kein Hehl draus machen. So, also der Plan für die nächsten Folgen sieht wie folgt aus. Wir simulieren gegen Mannheim, spielen gegen Bielefeld und diese beiden Spiele simuliere ich ebenfalls noch gegen Halle und gegen Ulm. Dann wird der Part halt ein bisschen länger. Gegen Münster, das werde ich dann auch nochmal spielen. Das ist dann nämlich das Ende der Hinrunde. Und dann werde ich, glaube ich, diese 3 Spiele simulieren. Und zum Abschluss des übernächsten Parts dann, oder des übernächsten Parts, werde ich dann zum Abschluss nochmal gegen 60 das spielen. Dann können wir hier auch wieder 4 Spiele simulieren oder wieder 3 simulieren und das letzte gegen Regensburg spielen. So kommen wir, glaube ich, ganz gut durch die Saison. Und im Winter, da ist ein Transferfenster auf. Da bin ich dann sehr, sehr gespannt, wen ich da verkaufe, ob ich da jemanden verkaufe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid trotzdem noch mit dabei. Lasst einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo schon auch im Vorausblick auf EAFC 25. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.